Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder alle mit dabei seid. Schloss Hartenfels ist ein beeindruckendes Renaissance-Schloss in der Stadt Torgau im Freistaat Sachsen. Seit nahezu 500 Jahren thront das Schloss auf einen Sporn über der weitläufigen Elbauenlandschaft. Und dieses Schloss möchte ich euch heute etwas genauer vorstellen. Als sich das sächsische Herrschergeschlecht der Wettiner, Ernst und Albrecht der Beherzte, 1485 bei der Leipziger Teilung in 2 Linien aufspaltete, fiel die bisherige Hauptresidenz, die Albrechtsburg in Meißen, in den Besitz der albertinischen Linie der Wettiner. Kurfürst Friedrich III. Und seine Nachfolger ließen später in Torgau das Schloss Hartenfels zur neuen Hauptresidenz der ernestinischen Linie ausbauen. Mitte des 15. Jahrhunderts wurde Torgau bevorzugte Residenz des Kurfürsten Friedrich dem Sanftmütigen. Sein Sohn Herzog Albrecht veranlasste 1484 den Neubau zum Zwecke der eigenen Hofhaltung. 1532 trat Kurfürst Johann Friedrich der Großmütige die Regierungsgeschäfte an. Unter ihm avancierte Schloss Hartenfels zu einem der modernsten und imposantesten Schlossanlagen Europas und bekräftigte damit den Führungsanspruch des ernestinischen Kursachsens in der evangelischen Reformbewegung des Schmalkaldischen Bundes. Auf Schloss Hartenfels wurden die Grundlagen für die Entwicklung des neuzeitlichen Wohnschlosses gelegt. In der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts avancierte Torgau zum politischen Zentrum der Reformation. Kurfürst Johann Friedrich der Großmütige demonstrierte seine Stellung als führende weltliche und geistliche Autorität durch Architektur und Ornament an der Fassade des Schlosses. Prominentes Beispiel dieser Repräsentationsarchitektur ist der große Wendelstein. Er gilt als Meisterwerk in der Architekturgeschichte. Johann Friedrich I. begann im Jahr 1533 mit weiteren umfangreichen Baumaßnahmen am heutigen Flügelsee. In diese Zeit fällt die Errichtung des großen Wendelsteins, der zu den Hauptwerken der deutschen Renaissance-Architektur zählt. Motivisch greift die Fassade von Flügelsee mit dem vorgelagerten großen Wendelstein die Symmetrie und das Monumentale der französischen Renaissance-Schlösser und das 50 Jahre ältere Vorbild an der Meißner Albrechtsburg auf. Es entsteht allerdings eine eigenständige, einzigartige Lösung. Der Torgauer Wendelstein ist eine freitragende Spirale ohne tragende Mittelsäule, deren geschossübergreifende Erscheinung neuen statischen Prinzipien unterliegt. Damit ist der Wendelstein in Torgau revolutionär. Er übertrifft auch die französischen Vorbilder und entspringt als einzigartiges Meisterwerk der Schule Arnolds von Westfalen. Der Treppenturm ist nunmehr nicht nur funktionales Bauteil, sondern Teil der herrschaftlichen Repräsentation. Am 9. Februar 1527 fanden auf Schloss Hartenfels die Feierlichkeiten anlässlich der Eheschließung Kurfürst Johann Friedrich des Großmütigen mit Sibylle von Kleve statt. Wenige Monate nach der Übernahme der Kurwürde veranlasste er umfangreiche Baumaßnahmen. Unter seiner Bauherrschaft wurde Schloss Hartenfels zum gebauten Manifest der Reformation. In den Jahren zwischen 1533 und 1545 entstand der einzigartige große Wendelstein und die Schlosskapelle sowie die kurfürstlichen Gemächer mit dem einst prächtigen Flaschenturm und dem heute noch beeindruckenden schönen Erker.
Kurfürstin Sibylle steht gern im Mittelpunkt. In ihrem Gefolge befinden sich ausschließlich höhere Adelstöchter von Rang und Namen. Bis zu 11 unverheiratete Hofjungfrauen schwirren täglich um die Kurfürstin herum. Im Alter von 12 Jahren verlassen die jungen Damen ihre Familien, um die vorzügliche Erziehung am kurfürstlichen Hof zu genießen. Sie bleiben oft bis zu ihrer Heirat. Die Kurfürstin wählt und beaufsichtigt ihr Gefolge selbst, nicht jedoch ohne den kritischen Blick ihres Gemahls, der sich während seiner Abwesenheit gern über die Vorgänge im Frauenzimmer informieren lässt. Auf Schloss Hartenfels ist ständig etwas los. Etwa 250 Dienstleute halten den Schlossbetrieb am Laufen. Wäscherinnen, Kammerdiener, Stubenheizer, Pferdeknechte, Köche, sie alle arbeiten für das Wohl der Kurfürstenfamilie. In den kargen, unbeheizten Dienstkammern des Schlosses ist nur Platz für wenige. Der größte Teil der Dienerschaft wohnt deshalb außerhalb der Schlossmauern. Nur einige Auserwählte kommen dem Schlossherrn und seiner Familie wirklich nahe. Räte, Privatsekretäre, Leibärzte und die Narren. Immer im Gefolge des Kurfürsten junge Adlige, die als Söhne der einflussreichsten Familien auf einen Posten am Hofe vorbereitet werden sollen. Die Kurfürstin umgibt sich mit jungfräulichen Hofdamen. Das Frauenzimmer bietet Raum für Spiel, Handarbeit und Sittsamkeit. Eine vergnügliche Abwechslung sind die gemeinsamen Jagdausflüge mit den Männern. 3 Söhne, die das Erwachsenenalter erreichen und die kurfürstliche Thronfolge sichern. Kurfürstin Sibylle hat ihre Hauptaufgabe mehr als erfüllt. Dass alle Johann mit erstem Vornamen heißen, versteht sich von selbst. Bis zu einem Alter von 10 Jahren sind die 3 Jungs Muttersöhne und werden im Frauenzimmer erzogen. Danach beziehen sie eigene Gemächer, recht komfortabel, mit eigenem Hofmeister, Köchin und Hauslehrern. Die zukünftigen Fürsten werden immer auf Trab gehalten. Der Tag ist ausgefüllt mit dem Unterricht im Reiten, Fechten, Schießen und der Jagd. Die Schulbank müssen die Jungen ebenfalls drücken. Auf den Stundenplan stehen Lesen, Schreiben, Rechnen, Christenlehre, Latein und Französisch. Zeit für moralische Ermahnungen des Vaters bleibt auch noch. Martin Luther hat die Welt verändert. Seine 95 Thesen von 1517 leiten die größte Reform der abendländischen Kirche ein. Seit 1512 steht er als Wittenberger Professor in den Diensten der Kurfürsten von Sachsen. Als väterlicher Ratgeber und Vertrauter geht Luther seit 1532 am Torgauer Hof Kurfürst Johann Friedrichs aus und ein. Den Neubau der Torgauer Schlosskapelle begleitet der Reformator persönlich und macht ihn zum Muster eines evangelischen Kirchenbaus. Luther selbst entwirft die Torgauer Schlosskirche. Sie wird zum Ebenbild des neuen Glaubens und Vorbild vieler evangelischer Kirchen in Europa. Radikal bricht der Neubau mit alten Traditionen. Ein einfacher, rechteckiger Raum ohne Chor, ohne Seitenschiffe entsteht. Die Kanzel kommt seitlich in die Mitte. Aus dem Opferaltar wird ein Tisch für das gemeinsame Abendmahl der Gemeinde. Im Sommer 1970 verwandelt sich Schloss Hartenfels mit seinem Wahrzeichen, dem großen Wendelstein, in eine märchenhafte Filmkulisse für die DEFA-Verfilmung Dornröschen. Der Film wurde 1971 uraufgeführt. Bis heute gehört dieser Märchenfilm mit der Hauptdarstellerin Juliane Koren zu den beliebtesten überhaupt. Der
Der große Wendelstein von Schloss Hartenfels diente als Kulisse für den DEFA-Film in der Regie von Walter Beck nach der Überlieferung des Märchens durch die Gebrüder Grimm. Ausgehend von diesem Klassiker werden in der Torgauer Ausstellung in einem interaktiven Bilderbuch die Grundmotive des Märchens von der schlafenden Schönheit vorgestellt. Die Ausstellung beleuchtet außerdem literarische Varianten und filmische Adaptionen des Märchens im 20. und 21. Jahrhundert. Außerdem werden die Faszination der Rosenblüte, die historische Bedeutung des Flachses und die alten Handwerkstechniken des Spinnens thematisiert. Mit diesem wunderschönen Hintergrund möchte ich mich dann ganz herzlich von euch verabschieden. Ihr habt nun ganz interessante Geschichten über das Schloss Hartenfels erfahren. Hat euch das Video gefallen, so würde ich mich wieder riesig über einen Daumen hoch freuen. Und wollt ihr nie wieder ein wunderschönes Schlösser- und Burgen-Video verpassen, dann abonniert am besten gleich den Kanal. Ich sage dann schon einmal Tschüss und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!